Auf der verlassenen Straße am Fuße des Berges sah der Mann beim langsamen Fahren plötzlich 3 kleine Gestalten dicht am Straßenrand liegen. Er wurde langsamer und sah genauer hin. Seltsamerweise rannten sie nicht weg, sondern lagen einfach still da, mit Blicken voller Müdigkeit und Verzweiflung. Eine Ahnung ließ ihn anhalten und aussteigen, und der Anblick, der sich ihm bot, ließ sein Herz vor Rührung schmerzen. Eine Hirschkuh und 2 winzige Kitze. Alle 3 lagen still da, als hätten sie zwischen Leben und Tod aufgegeben. Auf dem Rücken der Hirschkuh befand sich eine schwere Wunde, die eiterte und geschwürig war. Der Gestank war so stark, dass man fast erstickte. Noch erschreckender war, dass Hunderte schwarzer Käfer an der Wunde klebten, sich drängten und krabbelten, als würden sie jedes Stück Fleisch beißen und zerreißen. Sie bedeckten den gesamten Boden ringsum, griffen ständig an und verursachten dem Tier so große Schmerzen, dass es nur still liegen bleiben und aushalten konnte. Der Mann war für einige Sekunden benommen, dann rannte er eilig zum Auto zurück, um die Desinfektionsbox und die Verbandsrolle zu holen, die immer verfügbar waren. Er setzte sich neben die Hirschkuh, träufelte ein paar Tropfen Antiseptikum auf die Wunde und wischte die Insekten geduldig weg. Die Insekten begannen, das freiliegende Fleisch zu verlassen, taumelten unter der Wirkung des Medikaments davon und hinterließen eine Schicht leuchtend roter, blutender Haut. Er verband es leise, jede Bewegung war vorsichtig und sanft, als hätte er Angst, dem Tier noch mehr Schmerzen zuzufügen. Was ihn am meisten zum Würgen brachte, war die Tatsache, dass die Hirschkuh sich nicht wehrte, sondern einfach nur da lag und ihre Augen ihn voll sanften Vertrauens ansahen. Dann nahm er etwas von dem Essen, das er mitgebracht hatte, und stellte es neben die Mutter und ihre Kinder. Sie waren wahrscheinlich den ganzen Tag über vor Hunger erschöpft. Die Hirschmutter fraß langsam Stück für Stück, dann hob sie sanft den Kopf und sah ihn mit tiefen Augen an, als wolle sie ihm stummes Dankeschön senden. Es stand langsam auf, drehte sich um und ging in den Wald, aber die beiden Rehkitze blieben stehen, zögerten und drehten sich dann plötzlich um den Mann anzusehen. Es schien, als hätte die Hirschmutter ihr ganzes Vertrauen in das Tier gesetzt und ihre beiden Jungen bei dem Tier gelassen, von dem sie glaubte, dass es ein gutes Herz habe. Er hielt einen Moment inne, streckte dann aber sanft die Hand aus und winkte den beiden kleinen Wesen sanft zu. Sie kamen sofort auf ihn zu, schmiegten sich eng an seine Beine und rieben liebevoll ihre Köpfe, als ob sie ihn als ihren einzigen sicheren Ort betrachteten. Er trug sie ins Auto, brachte sie nach Hause, bereitete warme Milch zu, legte weiche Kissen auf sie und öffnete die Tür, damit sie wie eine Familie frei leben konnten. Im Laufe der Tage wurden die beiden Hirsche stärker, gesünder und sanfter und lagen oft neben ihm, während er fernsah oder im Garten spazieren ging. An einem sonnigen Nachmittag war es eine Überraschung, als die Hirschmutter zurückkehrte, leise und langsam in den Hof gelaufen, ihre Augen funkelten. Es berührte sanft die Nase der beiden und hob dann den Kopf, um ihn anzusehen. Es wurden keine Worte gesprochen, aber seine Augen sagten alles. Schon dieser kurze Moment genügte, um dem Mann das Gefühl zu geben, dass alles, was er getan hatte, bedeutsam und wunderbar war. In der Weite der Natur ist es die Freundlichkeit, die es den Arten ermöglicht, Distanzen zu überwinden und Vertrauen zueinander zu finden. Was wir aus Freundlichkeit geben, kommt zu uns zurück auf sanfte und warme Weise. Vielen Dank, dass Sie sich die heutige Geschichte angehört haben. Wenn Sie glauben, dass Freundlichkeit die Welt verändern kann, klicken Sie bitte auf Gefällt mir und abonnieren Sie uns. Vergessen Sie nicht, die nächsten Geschichten zu verfolgen, wo kleine Dinge große Wunder im Leben bewirken können.